Dieser Beitrag dokumentiert den Vortrag Anti-Was? Wie wollen wir über den Rassismus gegen uns sprechen? Der am 24. Oktober 2025 von Heidi Bars gehalten wurde. Okay, herzlich willkommen alle zu unserer zweiten Veranstaltung aus der Reihe Romani Akademie. Mein Name ist Isidora Rangelovic. Ich werde ganz kurz anmoderieren und übergebe dann das Wort an unsere heutige Referentin Heidi Barz. Erst einmal möchte ich euch alle herzlich begrüßen und vor allem unsere Schwestern, die richtig weit hergereist sind, aus Ludwigshafen, Mecklenburg-Vorpommern, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern. Lust, macht richtig Lust, aus Hamburg. Und das war's, ne? Hamburg und Dresden, genau, Dresden haben wir hier noch. Herzlich willkommen. Das freut uns wirklich sehr, dass wir heute mit euch unsere Veranstaltung teilen und dass wir uns auch noch weitersehen werden am Wochenende. Die Romani Akademie ist ein neues Projekt von Romani Pen, in dem wir versuchen, Romani-Wissensbestände, Romani-Bewegung, Romani-Geschichte aufzuschreiben, zu diskutieren und vor allem die Idee ist, also es soll eine digitale Plattform geben, die wird es so in 1 bis 2 Jahren, wird sie gelauncht, aber vorher geht es darum, dass wir alle zusammenkommen, miteinander im Gespräch bleiben und gemeinsam unser Wissen nicht nur teilen, sondern auch aus einer feministischen, aus einer rassismuskritischen Perspektive miteinander weiterkommen und vielleicht auch ist das ein Raum, der ermöglicht, dass wir auch in größeren Zusammenhängen gemeinsam auch intervenieren. Ich muss nicht sagen, warum. Ihr wisst alle, wie die politische Situation ist und unsere Hoffnung ist, ein bisschen wieder den Diskurs, also vor allem auch von unserer Seite aus, nochmal neu zu beleben, uns nochmal neu einzubringen und miteinander wirklich aktiv zu werden. Und dafür laden wir herausragende Schwestern ein, die mit uns ihre Perspektiven auf bestimmtes Wissen, was ziemlich gemainstreamt wird, teilen. In diesem Fall heute eben die verschiedenen Rassismusbegriffe, Definitionen, Konzepte. Aber wir sprechen auch aus Romani-Wissen, aus unserer Perspektive. Das heißt, welche Bewegungen hat es gegeben? Wie deuten Romja und Sintize vor allem aus der Bewegung die Ereignisse oder die politische Situation, einzelne Akteurinnen, aber auch Gruppen. Das heißt, heute ist die zweite Veranstaltung und wir werden das so im nächsten Monat, nein, im Dezember kommt Dejo Mate, der wird dann etwas über die sogenannte Gypsy Law Society erzählen, die eine sehr, sehr große, rassistische, jahrhundertealte Organisation ist, die sehr, sehr viel Rassismus verbreitet und weiterhin sozusagen die Expertise über Romja und Sintize trägt. Und nun, ach genau, vielleicht sollte ich euch noch etwas zu diesen Kameras sagen. Der Hintergrund ist der, dass wir für die digitale Plattform diese Vorträge und Workshops aufnehmen und die dann dort so curricular verarbeiten. Also dann könnt ihr oder können andere so richtig Kurse belegen und erlernen, was es zu lernen gibt. Genau, und jetzt habe ich die große Freude, meine Schwester Heidi Barz vorzustellen. Heidi ist seit Anfang an in der INI Romja. Heidi ist auch Mitglied im Romani Pen e.V. Heidi ist, wie heißt das nochmal, Master of Education. Ja, okay. Und für Französisch und Englisch, also Lehrerin für Gymnasium. Aber du magst Schulen nicht, weil sie so eine disziplinierenden Zwangsanstalten sind und deshalb machst du eher politische Bildungsarbeit. Und was
wirklich erwähnenswert ist, du hast 2020 in einem Forschungsteam gemeinsam eben diese Empowerment-Studie herausgegeben, wo es um Empowerment von Romja und Sintice ging. Und ihr habt mit über 80 Personen gesprochen, die politisch aktiv sind und sich einsetzen für Veränderung. Und was ich wirklich bemerkenswert fand oder da aus dieser Studie auch nochmal selbst gelernt habe, obwohl ich seit über 30 Jahren irgendwie oder länger dabei bin, ist, also wir wissen alle, wie prekär wir sind, aber dass einfach ganze Vereine verschwinden, weil die Menschen abgeschoben werden, das hat mich doch nochmal zum Nachdenken angeregt, also wie wir da auch Strukturen bilden können. Aber das ist nochmal eine andere Frage, aber ich möchte es einfach sagen, weil das so relevant ist, weil uns immer vorgeworfen wird, dass wir so wenig aktiv sind und so wenig selbst gegen Rassismus was unternehmen. Aber hier sind ja ganze Vereine quasi verschwunden. So, ja, Heidi, und heute freuen wir uns, dass du uns erzählst, wie du Rassismus verstanden hast aus den verschiedenen Konzepten, die es so gibt im Mainstream. Vielen Dank und herzlich willkommen an Heidi Rangelovic. Heidi Bartz. Rangelovic ist unser Familienname, ja? Also meine Schwester. Aber sie ist ja Bartz. Sorry. Sehr schön. Nein. Super, so eine nette Einführung, ich freue mich total. Also genau, das ist jetzt ein bisschen zu viel versprochen, dass ich gleich was erzähle, weil eigentlich will ich erstmal mit euch sprechen und mit euch ins Gespräch kommen, weil wir haben das Privileg heute total in diesem Netzwerktreffen von unseren Schwestern von Romja und Sintice das zu machen. Willst du noch mal einen Satz dazu sagen? Ja, sag doch mal was dazu. Genau, also Leute... Ins Mikro. Wegen der Aufnahme. Ja, genau, also cool, dass ihr alle dabei seid, wir freuen uns sehr und genau, also im Rahmen unserer Netzwerkstreffen Gemeinsam sind wir stärker, sind wir super erfreut, dass wir das so anknüpfen können an die heutige Veranstaltung und unser Netzwerktreffen wird das Wochenende sozusagen laufen und wir haben ganz coole Sachen, wie zum Beispiel einen Workshop, wie man sich gegen Rassismus juristisch wehren kann und auch wie wir dann uns Strategien entwickeln können, zusammenzuarbeiten, weil wir verschiedene Organisationen hier anwesend haben und darauf freuen wir uns. Und das Wichtigste, was in unserem Projekt erreicht worden ist das Film Gemeinsam sind wir stärker, was wir mit unseren Akteurinnen, die auch gerade hier anwesend sind, gemacht haben. Und das ist sozusagen, was wir dann vorstellen. Dankeschön. Ja, super schön, genau. Also in diesem Rahmen, das bedeutet, es sind viele Romja, viele Sintice im Raum, die auch viel zu teilen haben und mitzudenken haben. Das finde ich total schön. Und deshalb will ich nur den Rahmen erstmal bieten und später erzähle ich ein bisschen mehr. Deshalb fangen wir am Anfang damit an, wie wollen wir heute eigentlich miteinander reden. Dann gibt es eine kleine Kleingruppenarbeit und dann gehen wir mal so ein typisches Gespräch zur Frage nach dem Rassismus gegen Sintice und Romja nach. Die Frage ist auch so ein bisschen, was bedeutet das überhaupt in einem sehr rassistischen Kontext, wo Wissen geklaut, übernommen oder angeeignet wird, ne? Und das auch schon seit Jahrhunderten, Definitionen zu besprechen, Rassismus zu besprechen, eigene Analysen einzubringen, ne? Und deshalb habe ich mir überlegt, es gibt so ein paar Sachen, auf die wir uns vielleicht hier einigen können. Vielleicht könnt ihr da mitgehen. Ich fände es ganz schön. Ich fände es ganz cool, wenn Romja und Sintice heute mehr als 50% Redezeit bekommen. So, ne? Dadurch können wir einfach mal den Raum dominieren, weil es ist ja eine Romani-Akademie. Ich finde das schön. Also das heißt, wir halten uns gegenseitig selbst im Check und achten ein bisschen darauf, wie viel Zeit wir nehmen. Genau, es gibt eine rote Karte auf jedem eurer Tische, die zeigt meine Schwester da hinten schon mal hoch. Die dürft ihr... Ich übersetze, das war die... Ach so. Ich übersetze, wenn du langsam... Okay.
Genau, dafür ist das ist ein super Beispiel eigentlich. Die rote Karte ist dafür da, wenn etwas zu schnell geht oder nicht verständlich ist oder aber auch jetzt wirklich meine Intervention folgen will. Aber bei einer Intervention meldet euch bitte noch, dass ich weiß, dass ihr auch was sagen wollt. Ne? Also rote Karte ist so ein bisschen, damit alle mitkommen und sich hier wohlfühlen. So. Genau. Wissen und Quellen werden zitiert. Ich weiß, es ist eine Basics. Ich sage es trotzdem nochmal. Also wenn ihr Wissen geteilt werdet, zitiert ordentlich. Fragt die Leute, ob ihr ordentlich zitiert habt. Wir sind auch in einem Lernraum. Wir wollen lernen. Wir wollen viele Fragen stellen. Ja? Also es ist auch okay, hier Fragen zu stellen. Und trotzdem vermeiden wir, aktiv diskriminierend zu sein. Das ist ein bisschen eine Herausforderung, weil Lernen einerseits beinhaltet, dass man vielleicht aus Versehen diskriminierend ist, ja, weil man gar nicht besser weiß, was man da gerade macht. Aber wenn wir vorhaben, nicht zu diskriminieren, ist das ja schon mal eine gute Koppelung. Ne? Also ein Mensch kann sich entschuldigen und sagen, hey, wollte ich nicht so machen und so weiter. So, was ich mir jetzt gedacht habe, ist, ich habe mir jetzt 5 Kleingruppen überlegt, weil das sind ganz schön viele Definitionen und das ist ganz schön viel Papierkram. Und ich glaube, es ist einfacher, in einer kleinen Gruppe miteinander erstmal ins Gespräch zu kommen, was bedeutet denn eine dieser Definitionen. Ja? Und deshalb fände ich es eigentlich ganz schön, wenn ihr euch überlegt, mit welcher dieser Definitionen ihr arbeiten wollt. Ihr habt auch so ein paar Fragen hier bekommen von mir, damit ihr euch so ein bisschen eingrooven könnt. Ja? Also wer wird hier eigentlich als Opfer der Diskriminierung identifiziert, wer als TäterInnen, welche Gruppe gehören diejenigen an, die die Definition schreiben, was fehlt euch, könnt ihr Vor- und Nachteile der Definition finden. Das ist aber alles nochmal hier als Zettelchen. Ihr kriegt einmal den Titel, um was es eigentlich geht. Und ihr kriegt auch nochmal, manchmal doppelt, die Definition. Ja? Oder ein Teil der Definition, weil ihr wollt auch nicht alle jetzt ein halbes Buch lesen. Ne? Genau, habe ich mir gedacht. So, ich würde gerne einfach verteilen, wenn es okay ist. Ihr könnt ja Hinweise machen, dass ihr schon eine Gruppe habt, aber ich würde es eigentlich im Raum, wo ihr sitzt, sind das mehr oder weniger Gruppen. Wir sind so ungefähr 20 Leute, das heißt so 4 Leute pro Gruppe. Okay, ihr seid eine Gruppe, habe ich gehört. Da hinten. So, ich gebe euch mal diese Dings da. Da hinten ist eine Gruppe, sehr gut. So, hier ist noch eine Gruppe. Anti 1 gebe ich euch mal. Ja, dann gibt es hier Rassismus gegen Sinti und Romja. Will das jemand hier haben? Bitte schön. Dann gibt es hier Gypsy Lore Society, wurde ja schon angekündigt. Es gibt auch Gypsy Loreism. Verdammt, jetzt habe ich das auseinandergezettelt. Okay, Gypsy Loreism. Das ist spannend. Ich glaube, das ist für euch super spannend. Ich gebe euch das mit. Und dann kriegt ihr Anti 2. Sorry, das ist das längste. Aber macht einfach, was ihr schafft. Ihr habt so 20 Minuten, um euch ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Ne? Genau, kommt dazu, macht eine Gruppe am besten. So, danke schön. Ihr dürft alle wieder zu mir zurückkommen. Kommt ruhig wieder zurück in diese Runde. Super. Okay, danke, dass ihr euch jetzt intensiver mit einem Begriff beschäftigt habt. Es gibt mindestens 5, die wir heute besprechen. Wenn wir noch die ganze internationale Vielfalt dazu holen würden, könnten wir eine ganze Woche dazu reden, aber das machen wir jetzt nicht. Und mein Gedanke ist, jede von euch hat sich jetzt ein bisschen intensiver mit einem Begriff mindestens auseinandergesetzt und kann jetzt auch mal intervenieren oder eine Frage stellen. Ne? Ihr seid ein bisschen informierteres Publikum als vorher. Und deshalb, ihr seid aufgerufen, gerne auch mal zu sagen, hä, verstehe ich nicht oder das haben wir uns gefragt. Ne? Wenn euer Begriff kommt, ihr werdet den sehen. Nicht euer Begriff, der Begriff, den ihr bearbeitet habt, entschuldigt bitte. Genau, und was wir jetzt tun, ist mal so eine durchschnittliche Diskussion
über diese Begriffe also ich mache jetzt schon seit 20 Jahren diese Bildungsarbeit, diese rassismuskritische Arbeit und es kommen immer die gleichen Farben eigentlich. Und ich finde, gerade für Romja, die aktiv sind und so weiter, die werden sich mit diesen Fragen auseinandersetzen müssen oder sie zumindest ertragen müssen, teilweise. Und deshalb finde ich es ganz gut, dass wir die mal durchgehen. Ich gebe sie mal aus meiner Perspektive wieder. Genau, der Klassiker, der immer am Anfang kommt, ist, warum sollen wir überhaupt über Worte reden? Gibt es keine drängenderen Fragen. Wer ist denn in diesem Raum auch der Meinung, dass es eigentlich überflüssig ist, überhaupt darüber zu reden? Ah ja, eins? Nee, ihr meldet ruhig, fair enough. Ja. Okay. Naja, irgendwie habt ihr es ja hergeschafft, also es war euch wichtig genug, den Weg hierher zu nehmen. Oder ihr seid halt mitgekommen. Deshalb, danke. Genau. Hat jemand einen Grund, warum es gut ist? Ach nee, vielleicht machen wir das gleich. Wenn ich mal meine Gründe genannt habe, dann könnt ihr vielleicht noch was hinzufügen. Das ist so ein Zitat, das habe ich vor vielen Jahren, als ich angefangen habe, mich über rassistische Sprache aufzuregen, habe ich dieses schöne Zitat gefunden und finde, es ist eine gute Beschreibung dessen, was rassistische Diskriminierung, rassistische Sprache auch macht. Ne? Und Viktor Klemperer spricht hier er sagt hier, Worte können sein wie winzige Arsendosen. Arsen ist ein Gift, das tödlich wirkt. Ja? Sie werden unbemerkt verschluckt, sie scheinen keine Wirkung zu tun und nach einiger Zeit ist die Giftwirkung doch da. Ne? Und ich finde, das ist ein gutes Zitat, das zusammenfasst, was rassistische Sprache so über die Zeit dann auch macht. Einige von euch aus Hamburg kennen sicherlich auch Rutger Kawczynski. Der hat auch dieses auf Worte folgen Taten nochmal schön benannt, weil er sagt, es gibt einen Zyklus. Am Anfang steht für Romja ganz oft der Kampf ums Bleiben. Dann folgt die Diskriminierung und dazu gehören auch Worte. Ne? Dann Flucht und dann wieder der Kampf ums Bleiben. Also er spricht von so einem Zyklus, den Romja immer wieder erleben. Und auch Sprache spielt dort ihren Teil. Ne? Genau. So, wer hätte denn noch ein Argument vielleicht, warum wir überhaupt über Sprache sprechen sollen? Über Worte. Also über Worte. Noch jemand ein Argument? Ja. Nur eine erstmal, damit wir auch, wenn wir miteinander reden. Ich bin in die Übersetzungsfunktion gegangen. Also, ja, damit wir, wenn wir miteinander reden oder andere zu uns sprechen, wir wissen, dass wir von derselben Sache sprechen, weil die Wörter können so manchmal so ein bisschen so überlappende Bedeutungen haben mit anderen Sachen, die wir denken, aber nicht genau das sein, was wir denken. Es ist gut, eine gemeinsame Basis zu haben. Okay, ja. Ja. Und also ich finde ja auch, dass ohne Worte es ja dann keine Sprache geben würde. Deswegen ist ja Sprache auch besonders, weil wir Unterscheidungen haben zwischen Bildungssprache, zwischen Alltagssprache, zwischen so, ne, es gibt verschiedene Sprachen und da müssen wir uns auch irgendwie einig sein, so wie du auch gesagt hast, damit wir uns verständigen können. Das ist eine super Überleitung zu meinem nächsten allgemeinen Aussage, die so passiert ist. Was sollen überhaupt die ganzen Begriffe? Ist das nicht alles dasselbe? Also ich habe euch jetzt 5 verschiedene Begriffe gegeben. Man könnte jetzt sagen, ist doch alles das Gleiche. Dazu ein kleines Gedankenexperiment. Ist das hier ein Macho oder ein Player? Ja, warum haben wir überhaupt 2 Wörter? Obwohl okay, ist ein Mensch auch eine Option, ja, kann man das sagen. Ja. Oder eine Cartoonfigur, oder, ne? Es gibt so viele Möglichkeiten, diese Person jetzt hier zu beschreiben. Was ist denn der Unterschied zwischen Macho und Player? Macho würde sich so mit Blumen und so kommen und sagt, ja, hier nimm das, dann bekommst
kommst du. Wenn so ein Player ist so einfach so, ja, ich bin der Beste und so, komm zu mir, wenn du mich hast. Oh. Ja. Ich muss es von vorne sagen, oder? Ja, sag nochmal von vorne. Also Macho ist einer, der sich einfach so eintrinkt, obwohl du ihn gar nicht magst und einfach so zum Beispiel, ja, komm, ich kauf dir eine Blume und so. Und Player ist das einfach ein Gegenteil. Der Player mag sich selbst mehr als die Person gegenüber. Die sagt so, ja, ich bin doch der Krasseste hier und so. Ja. Ja, genau. Also es ist so ein bisschen, es ist eine unterschiedliche Wertung, ne? Auch. Also Macho ist auf jeden Fall negativ. Niemand will ein Macho sein, also normalerweise. Also, manche Leute handeln sehr stark so, aber das heißt ja nicht, dass jemand sagt, hey, ich bin Macho. Ne? Player ist eher was jemand sich anziehen würde und sagen würde, ich bin Player. Ne? Und das ist ja auch, also deshalb gibt es überhaupt verschiedene Worte für in diesem Fall diese fiktive Cartoon-Figur, ja? Weil wir unterschiedlich darauf schauen und unterschiedliche Bedeutungen dem auch geben. Ne? Und es macht ja auch einen Unterschied, ob diese Person das sagt oder wir das über diese Person sagen. Ne? Also ob der sich selbst bezeichnet als Player oder wir sagen, der ist ein Player, macht ja einen Unterschied mit dem, was dort passiert. Und dann gibt es was ich total spannend fand damals, am Anfang von meinem Sprachenstudium. Es gibt die Regel der Sprachökonomie. Okay, das ist schon das Theoretischste, was ich euch heute antue. Sprachökonomie bedeutet, dass es verboten ist, dass zwei Worte das Gleiche bedeuten. Es gibt nicht zwei Worte, die ein und das Gleiche bedeuten. Ja? Also in einer Sprache natürlich, in einer Sprache, in einem Dialekt oder wie auch immer. Ja, also die bedeuten nicht das Gleiche, weil es macht keinen Sinn. Warum sollen wir so viele Wörter haben für ein und dieselbe Sache? Deshalb, es gibt immer eine kleine Bedeutungsunterscheidung, ne? Oder, ja bitte. Gibt es nicht Synonyme? Ja genau, Synonyme gibt es. Das könnte man ja auch als Synonym betrachten, ne? Aber ein Synonym ist immer ein bisschen anders als das andere. Ne? Also es ist nicht immer genau dasselbe. Ist es sicher? Also das ist zumindest eine Regelung. Das ist so eine Regelung, die man so die so Linguistinnen in Sprache, über verschiedene Sprachen analysiert haben. Und ich finde es super spannend. Ja. Und dann gibt es noch, jetzt werde ich ein bisschen philosophisch, dann gibt es noch was. Wir haben alle unterschiedliche Ideen von den Wörtern. Wenn ich jetzt sage, ein Mann geht die Straße lang, habt ihr alle einen anderen Mann, eine andere Straße im Kopf. Ja, eine andere Definition von Mann, eine andere Ecke, ein anderes Wetter, eine andere, wie auch immer. Ne? Also der eine geht die Ladenstraße lang und so weiter und so fort. Das heißt, irgendwie ist es total faszinierend eigentlich, dass wir uns überhaupt verstehen. Ne? Weil das, was wir so sagen, kann ja ganz anders bei euch ankommen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn wir über Rassismus und Rassismusdefinitionen sprechen. Ne? So, jetzt könnte man meinen, die logische Konsequenz daraus ist, es geht also darum, wie die Leute es meinen, also was die Leute denken, wenn sie etwas sagen. Ne? So bei Macho Player könnte man das ja denken. Es geht vor allem darum, was die Leute meinen. Und jetzt würde ich gerne mal zu Antiziganismus gehen. Warum gehe ich jetzt zu diesem Begriff? Ich lese den einmal kurz vor, dass ihr auch ein bisschen mitkommt, die nicht den Begriff hatten. Und nur als Hinweis, es gibt unterschiedliche Definitionen. Also es gibt nicht die Anti-Definition, sondern es gibt verschiedene. Ihr seht, ich habe das durchgestrichen. Dazu sage ich später noch was. Ne? Das ist natürlich nicht so im Original gewesen. Also die haben nicht selber ihre Wörter durchgestrichen. Das habe ich einfach gemacht. Genau. Unter Anti verstehe ich sowohl die Bilder und Vorurteile, die sich Menschen von vermeintlichen, und dann benutzt er die rassistische Fremdbezeichnung, machen, als auch die Stigmatisierung von Menschen zu diesen. Und die daraufhin folgende Diskriminierung, Ausgrenzung und Verfolgung. Und dann wird das Wort nochmal, das ich jetzt versuche zu vermeiden, genannt. Es stellt eine diskriminierende Fremdbezeichnung dar, die von den meisten Angehörigen der betroffenen Gruppe als verletzend und beleidigend empfunden wird. Das ist ganz wichtig. Darüber reden ganz viele Leute, weil wir haben hier das Gefühl im Zentrum. Ja? Das ist keine objektive Wahrheit. Der sagt nicht, das ist beleidigend und verletzend, sondern er sagt, so, es wird so gefühlt. Die Mehrzahl der Menschen, die damit gemeint ist, zählt sich selbst zur Gruppe der Roma oder der Sinti.
Jedoch werden auch andere Gruppen, wie die der Irish Travelers, die niederländischen Wohnwagenbewohner oder die jenischen, die vorwiegend in Süddeutschland und der Schweiz leben, als solche stigmatisiert. Also diese Menschen sind solche Unterschiede zumeist egal. Sie halten alle diese Gruppen pauschal für, denn für sie sind alle gleich und unveränderlich. So, interessant ist, es gibt unterschiedliche Leute, die diesen Begriff nutzen. Könnt ihr mal ein paar Beispiele nennen? Ich hatte ja sogar 2 Gruppen zu dem Thema. Wer benutzt diesen Begriff? Also wen haben wir da zitiert? Habt ihr geguckt? Das steht da drunter. In der Quelle steht immer, wer das benutzt hat. Ach so, steht da sogar, stimmt. Ja, Markus Ende, stimmt. Ja, den gibt es zum Beispiel, aber es gibt noch andere. Ja, bitte? Wir hatten das von der International Holocaust Remembrance Aha, ja. Könnt ihr vielleicht mal ein bisschen erzählen, was da so, ist da was unterschiedlich? Fällt euch was auf? Es ist jetzt eine krasse Frage. Sorry. Also ich kann es versuchen, es ist okay. Also uns ist aufgefallen, dass der Begriff verwendet wird, aber weniger erklärt wird. Und dann der Fokus auch auf der NS-Verfolgung liegt und es dann viele Beispiele genannt werden. Also zum Beispiel Zwangssterilisierung und andere Verfolgungs- und Diskriminierungsdimensionen. Genau, aber so der Hauptunterschied ist also für uns gewesen, dass der Begriff in der IHRA-Definition verwendet wird, aber gar nicht erklärt wird, um ehrlich zu sein, ja. Ich will nochmal hinzufügen. Der rassistische Begriff, ne? Also, ich will nochmal hinzufügen, im Vergleich zu der Definition, die wir vorne haben, hatten wir eine, ja, jetzt weiß ich gar nicht, wie man es richtig nennt, eine Definition von außen. Also man hat als Gruppe, als IHRA, richtig, definiert oder versucht zu definieren, was Antiziganismus heißt. Hier sehe ich aber, dass mehr von der Perspektive der Sinti und Roma erklärt wird. Das ist eine Fremdbestimmung, das ist etwas, was die Gruppe als beleidigend empfindet und so weiter und so fort. Das heißt, ich sehe hier auch klare Unterschiede im Vergleich zu unserer Definition. Hier wird gar nicht von der Perspektive der Gruppe sozusagen gesprochen, um die es geht. ist das so? Sehen das alle so im Raum? Aber nee. Okay, da war eine kleine Intervention, sie hat es nicht verstanden. Also hier ist die eine Aussage ist, dass das aus der Perspektive von Sinti und Roma dieser Begriff, der Begriff betrachtet wird. Also der rassistische Begriff gegen Sinti und Roma wird aus der Perspektive von Sinti und Roma betrachtet. Das ist dieses eine Verständnis. Und ehrlich gesagt, fair enough, ist es auch nicht leicht, diese 3 Seiten, die ihr da hattet. Ne? Aber ja, bitte. Ist ja auch vielleicht ganz anders. Joschla zwingt mich gerade dazu, das will ich vorweg sagen. Stimmt nicht, kann ich dazu nur sagen. Also das ist sowieso also der Typ gehört nicht zu uns und er macht seine ganze Karriere und alles hat er mit dem Studieren von uns und so seine Karriere aufgebaut. In dem Sinn hast du recht, in dem Sinne, dass die IHRA-Definition nicht von uns ist, aber wahrscheinlich wird der Zentralrat da mitgemacht haben. Der Zentralrat nutzt also, auch die und das ist Definition sozusagen von das Schwierige ist an den ganzen Definitionen ist im Grunde genommen, dass wir immer so Opportunisten haben wie den Zentralrat, der dann sich auf die Seite der Dominanzgesellschaft stellt. Genau. Und ja. Joschla, wolltest du was sagen? Ja, gerne. Was soll ich denn? Ich kann dir später. Ich wollte dich eigentlich nicht manipulieren heute. Nein, du weißt, also ich wollte eigentlich nur ergänzen, dass es nicht nur der Zentralrat macht, sondern das ist auch auf der EU. Also die European Commission benutzt den Begriff. Es ist das Auswärtige Amt, ist natürlich auch der Zentralrat. Aber es geht halt nicht um einen spezifischen Rassismus, sondern es geht um es ist wie eine Außenperspektive auf uns. Es ist nicht von innen heraus und es reproduziert permanent den rassistischen Begriff. Und darüber hinaus wird es noch verallgemeinert. Also alle
Menschen, also auch die anderen, die arm sind auf der Straße, egal wer, alle sind Z. Okay. Genau, und ich, kann ich das noch, jetzt weiß ich auch, worauf Joschla eigentlich hinaus wollte. Und dann gebe ich es dir, Herzchen. Das Problem ist, dass die allgemeine Definition oder die Verwendung von Anti, wie auch immer, vor allem darauf abzielt, basically alle Leute aus dem Osten, die die Deutschen nicht gut zuordnen können, die tun sie auch darunter fallen. Also zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, weiße Rumänen etc. Plötzlich sind alle Leute von, ich sage es jetzt einfach, Antiziganismus betroffen, die überhaupt nicht zu uns gehören. Und das ist ein großes Problem, weil damit tun Leute, also fremde, nicht Community-Menschen, tun Leute sagen, dass sie einen Rassismus erfahren, den sie so gar nicht erfahren. Also versteht ihr, was ich sage? Also Weiße erzählen anderen Weißen, dass sie jetzt betroffen sind von einem Rassismus, nur weil sie selbst nicht richtig diskriminieren können. Also Deutsche haben ein Problem, richtig zu diskriminieren. Das heißt, alles, was ihnen fremd ist, es wird dann halt zu uns gepackt. Estera und dann Roxy und dann würde ich noch mal ein bisschen weitergehen, weil in vielen der folgenden Definitionen kommt noch mal die Kritik an diesem Begriff auf, ne? So. Also wir reden gerade sehr viel von uns und das ist uns und so weiter, aber wir müssen auch bedenken, dass Roma und Sinti, das sind auch nochmal ganz komplette Gruppen. Wir sind nicht alle zusammen. Es gibt, so wie auch in der Definition steht, die ich auch gar nicht benutze und außerdem benutzen das auch sehr viele Vereine in Berlin, dass so alle Gruppen, die da genannt sind komplett unterschiedlich. Und genau, das wollte ich nur noch sagen. Danke. Und ich wollte sagen, dass Rassismus halt auch den großen Unterschied macht und wer verfolgt wurde, zum Beispiel unter den Nationalsozialisten, weil es gibt viele, die einen reisenden Lebensstil pflegen, zum Beispiel Reisende und die Zirkusleute, Schausteller und so weiter. Und das sind alles also eigentlich Deutsche, die reisend sind. Und die wurden zum Beispiel beäugt, aber nicht verfolgt und nicht umgebracht. Und ich glaube, das wird da dann nicht mehr differenziert sozusagen. Da wird alles unter eine Kategorie gepackt und das finde ich problematisch, denke ich. Ja. Danke. Ja, das ist auch, ihr habt super, es lohnt sich total hier dieses Mikro rumzugeben, weil hier so viel Wissen auch im Raum ist. Diese Definition wird genau deshalb diskutiert. Einmal, weil die rassistische Fremdbezeichnung Teil dieser Definition, also ne, die ist in dem Wort drin. Und sie wird dadurch ja auch immer wieder reproduziert. In dem Versuch, dagegen zu sprechen, müssen wir die rassistische Fremdbezeichnung wieder benutzen. Und das gefällt vielen tatsächlich nicht. Und das andere ist auch, wir schauen hier eigentlich darauf, was ist das Verständnis oder die Fantasie der Täterinnen. Ne? Also was ist wenn wir dieses Wort hier diskutieren sozusagen, dann schauen wir darauf, was ist die Fantasie der Täterinnen und wir schauen eigentlich nicht, was sind die Lebenserfahrungen. So, es gibt aber noch einen Begriff, der für mich spannend ist unter dieser Frage, wie die Leute es meinen. Gypsy-Lorism, das ist ein ganz komplizierter Begriff tatsächlich. Ich glaube, ihr werdet den noch mal besser verstehen beim nächsten Vortrag, wenn es dann um die Gypsy Lore Society geht. Ich sage mal 2 Wörter zur Gypsy Lore Society vielleicht. Die gibt es seit dem 18. Jahrhundert und die gibt es immer noch. Und die machen eigentlich so rassistische Wissensproduktion über Romja und Sintize. Heute teilweise auch antirassistische, das mischt sich so ein bisschen. Und diese Society, da gibt es so total es ist wirklich faszinierend. Da gibt es zum Beispiel, das habe ich mir gemerkt, so einen Mythos, dass einer der Erfinder also einer der ersten in dieser Gruppe, sein Geist würde immer noch unter den Roma Rumäniens leben. So was erzählen sich die Leute. Das ist total verrückt. Also da sehen wir, wie weit weg von Wissenschaft vielleicht auch dieses Lorism ist und so weiter.
Und dieser Begriff hier kommt von Ken Lee, einem Rom, und ist ganz spannend. Und vielleicht könnt ihr noch mal versuchen, in einfachen Worten zusammenzufassen, die sich damit beschäftigen haben. Was versteht man denn unter diesem Begriff? Also ihr seht ja die Definition, aber traut sich jemand, was ihr verstanden habt? Fair enough, ne? Also ich sage ja auch, es ist einer der kompliziertesten Begriffe. Ja, ich habe deine Hand gesehen. Ist das? Traust du dich? Danke. Also es geht vor allem darum, dass dass das also also Subjekte, also das Sinti und Romnia als Forschungsobjekte wahrgenommen werden und über eine Exotisierung. Also eigentlich ist die parallel dazu Orientalismus. Er definiert dann Gypsilorism dadurch, dass es also ähnliche Mechanismen, also von Exotisierung, Essentialisierung, ja. Ja. Will noch jemand? Also da geht es auch wieder um die Gedankenwelt. Ne? Also wenn wir jetzt versuchen, das beides zu vergleichen mit der Antidefinition, da geht es wieder um die Gedankenwelt oder die Fantasien und den Blick auf. Aber durchaus interessant, weil er sich auf rassismuskritische Theorie bezieht, ne? Also auf Orientalismus, der ja auch super spannend ist, also wo es ja auch darum geht, also der ja auch aus einer aus einer eigenen Perspektive sozusagen versucht zu beschreiben, wie werden wir eigentlich gesehen, ne? Also wie werden wir in Geschichte, in Literatur und so weiter wahrgenommen. Also es ist so ein bisschen eine komplizierte Definition, die ich voll spannend finde. Ja, bitte. Ist das noch aktuell eigentlich? Ist das ein aktueller Begriff, der verwendet wird, oder ist das etwas Historisches? Also ehrlich... Ja, also genau, das ist ein Begriff, der versucht, eine historische Entwicklung zu bezeichnen und der versucht so ein bisschen zu bezeichnen, wie Diskurse funktionieren. Ne? Tatsächlich nutzt den so gut wie keiner. Also ich kenne niemanden, der den benutzt. Ich habe den irgendwann mal gefunden, aber ich finde den so spannend, dass ich den immer mitnehme, weil ich finde, dass er versucht, so diese Diskurse zu beschreiben, und doch irgendwie das schafft, anders als der Anti-Begriff, aus einer eigenen Perspektive zu schauen. Nämlich zu sagen, hey, ihr redet über uns und das sind eure Fantasien über uns. Ne? Und der kommt ja auch aus einer Romani-Perspektive. Deshalb finde ich den gar nicht so schlecht, den mal mitzunehmen. Aber es ist wirklich was für Literaturwissenschaftler, Kulturwissenschaftlerinnen. Ja? Also ich weiß nicht, wann im Alltag jemand sagen würde, oh, das war aber Gypsy-Lorism jetzt. Ja? Ich glaube, das wird nicht passieren. So, genau. So. Ja, genau. Aber spannend. Es ist spannend, das ist so ein bisschen der nerdige Teil. Ne? Genau, so. Jetzt sind wir immer noch, um mal zu erinnern, darum, wie die Leute es meinen. Es geht also darum, wie die Leute es meinen. Ich bin immer noch bei diesem Argument. Und mein wichtigstes Argument an diesem Punkt ist, und für euch auch, glaube ich, das wichtigste Takeaway, für die, die es noch nicht kennen, ist das internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von rassistischer Diskriminierung. Das hat Deutschland ratifiziert 1969 und es trat 1969 auch in Kraft. Als Vertragsstaat ist Deutschland verpflichtet, rassistische Diskriminierung in allen Formen zu verhindern und zu beseitigen. Und es hat sich damit auch verpflichtet, in regelmäßigen Abständen über die Umsetzung der Konvention zu berichten. Das ist der Moment, wo NGOs sagen können, hey, hier gibt es immer noch ein Problem. Schaut mal, Leute, der Rassismus gegen uns ist real. Ne? Und das wird hier nicht diskutiert. Das hat der deutsche Bericht vergessen. Das sind sogenannte Schattenberichte. Ne? Also wenn ihr selber Sachen, deshalb ist es auch so wichtig, zu berichten und solchen Organisationen, die sowas wie Monitoring machen und sammeln, ne, immer wieder Infos zu geben, das passiert gerade bei uns, weil dort tatsächlich auf höchster Ebene etwas passieren kann. Und Deutschland sich zum Beispiel auch verpflichtet hat, das im Gesetz umzusetzen. Ne? Und genau, man kann damit Öffentlichkeitsarbeit machen, man kann das auch anderen Leuten beibringen. Ich will euch hier mal kurzer
kurze Empfehlung für das European Roma Rights Center, die sich tatsächlich auch, das ist eine NGO auf so einer europäischen Ebene, die sich darum kümmert, dass strategische Verfahren bis nach oben durchgekämpft werden. Ne? Also man kann bis zur europäischen Ebene und auch bis zur UN-Ebene strategische Verfahren durchführen. Zum Beispiel geht es dabei, ich glaube, letztens gab es auf europäischer Ebene einen Durchbruch auch, da ging es um Zwangssterilisation, wo Frauen nicht informiert worden sind. Ich meine, das war in Tschechien, wo Frauen nicht informiert worden sind, dass sie sterilisiert werden und Romja sterilisiert worden sind und sie kein Recht bekommen haben, dass das ein Unrecht an ihrem Körper und so weiter, sie keine Wiedergutmachung bekommen und so weiter. Und dass dann sozusagen der Staat wieder von oben gezwungen wird zu handeln. Ne? Also das ist so eins dieser wenigen Tools, die wir haben in unseren Händen, um nach oben zu pushen. Und dieses sehr alte Übereinkommen sagt etwas ganz Wichtiges. Und zwar sagt es, er benutzt den Begriff Rasse, das kann man auch diskutieren, das machen wir heute nicht. Aber er sagt, dass in diesem Übereinkommen bezeichnet dieser Begriff jede Ausschließung, Beschränkung oder Bevorzugung, die zum Ziel oder zur Folge hat, dass dadurch ein gleichberechtigtes Anerkennung, Genießen oder Ausüben von Menschenrechten und Grundverhalten im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen oder jedem sonstigen Bereich des öffentlichen Lebens vereitelt oder beeinträchtigt wird. Das heißt, hier ist die Antwort auf die Frage, es geht nicht darum, was die Menschen meinen, es geht um die Folge, es geht um die Effekte. Welche Effekte hat dein Verhalten? Ja, also welche Effekte hat dein Wort, deine Handlung und so weiter? Also du bist dann rassistisch, wenn der Effekt rassistisch ist. Du kannst nette Intentions haben, ja? Du kannst sagen, hey, ich will, dass die Roma gut lernen können, deshalb packen wir die in eine Schule nur mit Roma, ne? Damit die dort irgendwie ein entspanntes Lernen haben und so weiter. Aber der Effekt ist eine Segregierung. Der Effekt ist, sie lernen nicht mit anderen Kindern gleichwertig, sie lernen nicht das Gleiche. Sie haben nicht die gleiche Behandlung. Das bedeutet, nach dieser Definition ist das eine rassistische Diskriminierung. Ja? Manch einer mag das als Empowerment verkaufen wollen, aber das ist kein Empowerment, das ist rassistische Diskriminierung. So, und deshalb immer auf die Folge achten. Und ich finde, das ist eine der wichtigsten Informationen, die ich bisher bekommen habe. Deshalb habe ich so viel Zeit dafür gebracht. So, es geht also um uns. Ich habe hier oben immer so ein bisschen geschrieben, wer die Leute sind, die sowas sagen. Ich glaube, das sind so die Romja-Power-Leute, denen das auffällt. Es geht also um uns. Ja? Das heißt, es geht darum, was wir eigentlich so sehen. Und welche Definition glaubt ihr kommt jetzt zum Beispiel? Fällt euch eine ein? Du bist schon bei Rassismus gegen Sinti und Romja? Ja, aha. Ja, also eines der Hauptargumente gegen, da komme ich auch gleich hin, eines der Hauptargumente gegen Anti, diesen ersten Begriff, den wir am Anfang hatten, ist ja, da ist eine rassistische Fremdbezeichnung drin, ne? Was machen die Leute dann? Anti-Roma-Ismus. Richtig! Yeah. Genau, da haben wir zum Beispiel Roma Nussumnan, die von Antiromaismus sprechen. Ne? Die sagen, ja, die erkennen das an, dass auf Bundesebene dieser Begriff genutzt wird. Das ist ja auch eine Herausforderung, ne? Auch ein Grund, warum Leute diese Begriffe nutzen, weil damit werden Förderanträge geschrieben, damit werden Policy Paper geschrieben und so weiter und so fort. Das heißt, man muss sich ein bisschen der Sprache anpassen, um da irgendwie verstanden zu werden. Und sie sagen, als sächsischer Verband haben wir uns gegen also eine Selbstorganisation, gegen diesen Begriff entschieden, da wir die diskriminierende Fremdbezeichnung, auch hier nicht ausgeschrieben, nicht verwenden möchten. Wir besprechen daher von Antiromaismus. Der Begriff Roma wird in Europa als Oberbegriff für alle Gruppen der Roma, Sinti und anderen verwendet. Wenn wir Antiromaismus sagen, dann meinen wir den Rassismus gegenüber Sinti und Romja. Ganz witzig, sie machen eine Überleitung eigentlich zum Rassismus, ne? Begriff. So. Genau, also hier nochmal spannend, dieser Roma-Begriff, das ist eine ganz alte roma-nationalistische Verständnis von Roma, ja, also der kommt von 1971, als Romja sich zu einer internationalen Konferenz getroffen haben und also eigentlich Roma mit ein paar Romja, so war das, aber die haben sich getroffen und haben gesagt, hey, wir sind Roma, wir sind nicht diese rassistischen Fremdbezeichnungen und so weiter und so fort. Genau.
Und damit meinen wir alle und alle gehören dazu und so. Das war so der Begriff. Kann man auch kritisieren, ne? Also man kann auch sagen, reicht mir nicht. So, dann gibt es noch den Begriff Gage-Rassismus. Da haben sich ja auch Leute mit beschäftigt. Und könnt ihr vielleicht mal sagen, was ihr besonders findet an diesem Begriff? Also der sagt hier auch ganz explizit in der Definition, aus Romani-Sicht das Netz der Außenzuschreibung, Verleumdungen und Gewalt wird beschrieben, die historisch und zeitgenössisch gegen Romnia, Sintize, Kadaye, Manouche von Gage ausgeübt werden. Vielleicht könnt ihr erst mal sagen, wer die Gage überhaupt sind? Oh, ja. Ich muss dieses... Gage, will jemand kurz Gage erklären? Wie du willst. Du hast dich gemeldet, dann erklär doch mal. Als Gage würde ich jetzt aus Romni-Perspektive alle Nicht-Roma bezeichnen. Ja. Zum Beispiel weiße Serben. Ja. Wir sagen also Gage bedeutet für uns so Serben, also Bosnien, also die richtig aus Serbien kommen und so. Genau. Oder Serbien allgemein so Balkan so. Ja. Ja, also du meinst weiße Serben, also ich würde sagen, wir kommen auch richtig aus dem Balkan, weißt du? Aber ich weiß, was du meinst, genau. Du meinst sozusagen diejenigen. Noch eine andere Wurzel oder was andere noch. Wir würden in der Rassismusforschung sprechen wir von weiß, also jemand, der von Rassismus profitiert. Kurzfassung? Ja, bitte. Würdest du was sagen? Ja, ich wollte halt nur sagen, dass die Gage halt alle die weiß gelesene Personen sind. Also ich zähle jetzt nicht damit ich nehme jetzt damit nicht jetzt zum Beispiel die aus Asien sind, China, Japan oder aus Afrika, die schwarze Menschen, das sind halt keine Gage für mich. Interessant, ja. Ja. Interessant. Okay, spannend. Also wie ihr seht, auch der Begriff Gage ist ein komplexer Begriff. Ja, auch der ist nicht klar definiert. Da haben alle unterschiedliche Definitionen und das ist auch fair enough. Ne? Also wie gesagt, erinnert euch an den Anfang, Begriffe und Kontexte und so, das kann auch immer noch mal sich verändern und bewegen. Du wolltest wissen, was es bedeutet? Oder? Ja, was es bedeutet, wollte ich noch wissen. Will noch jemand? Ja, ich nehme mal jemanden aus der Gruppe, wenn ich darf. Für mich ist Gage alle, wer ist nicht Rom, aber auch die Deutsche, zum Beispiel jetzt sitzen mit uns hier Gage, sage ich für dich. Sorry, aber wenn alle sind, wer ist nicht Rom oder Zigan, Gypsy, das ist für mich Gage. Okay, und was bedeutet der Begriff Gage Rassismus für dich? Ich gucke keinen Narzissmus, weil wenn ich sage von Gage, das ist kein Narzissmus, ich beleidige nicht. Okay. Wie mit Z-Wort oder so, dass die uns beleidigen. Wenn man sagt, eine Zigeunerin, das ist eine Beleidigung. Eine Gage ist gar keine Beleidigung, das ist nur ein gut Wort. Eine Bezeichnung. Ja. Okay. Ich glaube, achso, okay. Dann vielleicht willst du dann nochmal, also vielleicht, dass wir nochmal verstehen, Elsa Fernandes ist auch eine Romni, die sich überlegt hat, dass Gage-Rassismus ein guter Begriff wäre, ja, um über das zu reden, was uns so passiert. Vielleicht ist es nochmal spannend, was ist denn das für ein Begriff? Also für mich ist der Begriff aus Romni-Perspektive einfach toll, weil sie die Täterin-Perspektive stark macht und das brauchst, damit wir Sachen bewegen können, damit wir verändern können und nicht das Allgemeine, sondern hier wird die Täterperspektive stark. So wie bei Antiziganismus, wenn ich dich fragen darf? Bei Antiismus wird für mich wird es zu verallgemeinert. Also für mich ist die Täterin-Perspektive schon in dem Wort Gewalt, weil es geht um Gewalt gegen uns. Und der ist nicht bearbeitet. Und deswegen gehen wir von uns aus. Hier geht es um eine Außenzuschreibung. Und sie beschreibt es ja auch, aber wir wollen mal aus Romani-Sicht darüber reden dürfen, was uns passiert ist. Und deswegen finde ich den stark. Okay, ich versuche nochmal zusammenzufassen vielleicht und dann könnt ihr nochmal Fragen stellen. Also Gage-Rassismus als Begriff meint, in diesem, so wie ich das verstehe natürlich, Gage ist ja ein Begriff, den gibt es nur im Romanes. Ne? Also der kommt aus dem Romanes und der macht auch Sinn aus einer Romani-Perspektive, so den zu sagen.
egal wie wir ihn jetzt definieren. Ich will nicht heute mit der richtigen Definition von Gage rausgehen, weil kann ich gar nicht, wer bin ich, ne? So, also, und das Ding ist, genau, wie schauen wir sozusagen aus einer Romani-Perspektive auf den Rassismus, der uns passiert, ne? Und das ist das, was sie sagt eigentlich. Und das ist das Interessante darin. Und der Unterschied zu dem Anti-Begriff ist, hier schauen wir, was denken die Täterinnen, was ist in deren Köpfen, was denken die über uns, ja? Und dieser Gage-Rassismus sagt, was denken wir eigentlich? Also was denken wir eigentlich, was ist eigentlich das, was uns passiert, was bedeutet das eigentlich für uns? Ne? Das ist viel näher an der UN-Definition dran, weil es geht hier um die Folge. Es geht um die Folge von dem Rassismus. Fragen, jetzt ist der Moment für rote Karten. Ja, erstmal du und dann du. Ich glaube, so rum war's. Also die Täter oder keine Ahnung, ich kenne mich nicht so gut aus, aber ich sage immer Täter und so. Sie haben ja ein Eigenwort für uns selbst gemacht, also Z-Wort und so. Aber wir haben eigentlich nicht das Gleiche gemacht, aber wir haben so ein Wort für die gefunden, also Gage, damit die es selber nicht verstehen. Also das wird sie meinen, glaube ich, auch. Interessant, ja, interessante These. Ja. Also das Romja, also die Gemeinschaft wird Gage, also es wird neutral halt verwendet, um Außenstehende zu bezeichnen. Eine Anti-Gage-Haltung wäre also eine Ablehnung für eine Feindseligkeit, sowas Ähnliches. Es geht um die Einstellung, wie man eingestellt ist. Es geht um die Einstellung. Okay. Ja, das ist ja eine valide Analyse. Ne? Also eine Romni kann ja so Rassismus analysieren und sagen, hey, für mich geht es um die Einstellung. Ne? Eine andere sagt, für mich geht es um die Gewalt. Und dann gibt es halt, und das ist sozusagen der Versuch, das so ein bisschen zu sagen. Es gibt eine Analysegemeinschaft. War da noch eine Frage? Ja, bitte. Ja, ich bin irgendwie noch bei dem Begriff davor, also bei Gypsy Lorism. Ja. Und weil wir auch über den deutschsprachigen rassistischen Begriff gesprochen haben, wollte ich einfach fragen, ob wir auch über den englischsprachigen Fremdbegriff danke. Um den Status einfach davon darüber sprechen können, weil ich da auch immer unterschiedliche Positionen dazu höre und mich würde das einfach interessieren. Ja, danke. Wie da danke. so. Danke für die Frage. Also, der englische Begriff, da gibt es auch, das ist auch total spannend. Dieser Begriff ist natürlich ein rassistischer Begriff. Die Geschichte dieses Begriffes ist meines Verständnisses nach, dass man gesagt hat, es gab mal so eine These im Mittelalter, ach, die Roma, die sind ja Egyptians, ja, ÄgypterInnen. Und das wurde dann verkürzt in diese rassistische Fremdbezeichnung. Also ist genauso wie die rassistische Fremdbezeichnung, die wir nutzen, problematisch, weil sie nichts mit der Realität hat und so weiter zusammen zu tun hat. Du darfst mich gleich verbessern. Und achso, okay. Okay, ja, nee, entschuldige, ich dachte, du hast noch eine Ergänzung. Nein, aber also, wir haben diesen Gedanken sozusagen. Dann gibt es eine Gruppe von Romja in England, die sich tatsächlich so selbst bezeichnet. Wir wissen nicht warum. Also vielleicht haben sie einfach auf dem Weg ihren Namen verloren und haben den rassistischen Begriff angenommen. Aber es gibt diese Gruppe. Und da unterscheiden Leute zum Beispiel, indem sie sagen, okay, Eigenbezeichnung groß, Fremdbezeichnung klein. Ja, aber hier im Gypsy Lorism, dem Begriff, den wir vorhin hatten, ist es auf jeden Fall die rassistische Fremdbezeichnung, weil es ja eine weiße Perspektive ist, auf die, aus der kommt, ne? Aus dieser Society, die über Romja analysiert. Und jetzt nehme ich noch jemanden. Du hast das gesagt. Ach so. Ich wollte das sagen, was hast du gesagt, genau. Super. Okay. Weil Gypsy, die sind in Amerika gekommen und die haben die selber Namen gegeben wie Gypsy, wie hier in Deutschland eine Roma. Wir sagen Roma in Deutschland, genau, die sagen das Gypsy. Das ist keine Beleidigung auch. Gibt es, genau. Es gibt es als Beleidigung und nicht als Beleidigung. So. Beides. Das gleiche Wort, ne? Aber das ist jetzt total verwirrend für das, was ich am Anfang gesagt habe. Aber so ist es. Es ist auch unterschiedliche Kontexte, ne? Also in dem einen Raum hat es eine andere Bedeutung als im anderen. So, ich verwirre euch komplett. Jetzt kommen wir mal machen wir nochmal weiter mit noch einer legitimen Nachfrage. Mit einer legitimen...
Darf ich dich gleich nochmal mit dazu nehmen? Ist das okay? Ich nehme dich gleich nochmal ran, okay? Wir haben am Ende auch nochmal eine Diskussionsphase. Ich habe nur Sorge, dass ich bin schon über der Zeit, sorry. Also, was ist mit den solidarischen POC? Weil das habe ich tatsächlich als Feedback mal bekommen auf Gage-Rassismus. Und ich fand, es war eine interessante Frage eigentlich. Also da hat mich eine schwarze Bekannte gefragt, hä, bin ich damit jetzt auch gemeint? Ne? Weil nicht alle verstehen Gage so. Ne? Gage hat unterschiedliche Bedeutungen. Die einen sagen, Gage sind nicht andere POC, die auch Rassismus verstehen. Und andere sagen, Gage sind alle, die keine Roma sind. Ne? Also es gibt ja diese Möglichkeit, das so zu verstehen. Und da habe ich mich ein bisschen rausgeredet mit, naja, also es gibt ja den Rassismusbegriff darin, ne? Also der Begriff Rassismus wird ja genannt und der Begriff Rassismus hat ja eine Analyse von Macht in sich, ne? Also der ja auch analysiert, wer hat eigentlich die Macht, rassistisch zu diskriminieren. Und gleichzeitig wissen wir aber auch, dass Romja, und es lässt aber den Raum offen auch für die Erfahrung, dass Romja Rassismus erfahren, auch von anderen Leuten, die Rassismus erfahren, ne? Also der Klassiker, den wir immer diskutieren, ist zum Beispiel Übersetzungen in Asylbewerberheimen. Ne? Da wird ganz oft davon ausgegangen, ah ja, die sind ja alle gleich und so. Ne? Aber wenn eine weiße Serbin zum Beispiel übersetzt für eine Romni, passiert manchmal auch dazwischen Rassismus. Ne? Und das wird oft gar nicht bedacht, sozusagen, diese verschiedenen Ebenen von Privilegien und Diskriminierung. So. Jetzt dürft ihr noch mal intervenieren. Jetzt darf ich, passt das jetzt oder jetzt? Bitte gib den Beitrag rein. Und dann darfst du und dann, wie ist eure Stimmung gerade? Darf ich noch 10 Minuten machen? Okay. Der Beitrag war nur, dass wir bei der letzten Roma-Uni ja auch unsere Professorin aus den USA hatten, deren Namen ich jetzt wieder vergessen habe. Ethel Brooks. Genau. Genau, und sie hat eigentlich auch erklärt, dass auch in den USA Gypsy sehr wohl als Rassismus genannt wird und vor allem, dass damit weiße Leute vor allem ein Lifestyle verkaufen, also Gypsy Lifestyle basically. Und das ist immer wirklich, egal wo man eigentlich ist, wenn die Leute sich selbst so bezeichnen, die aus der Community kommen, ist es voll legit, so also legitim. Aber es ist überall rassistisch, basically. Das war der Beitrag und ja. Dann lassen wir sie vor und dann darfst du, okay? Ja. Gerne. Und die Ergänzung ist eigentlich die, dass dieses Gypsy Lorism basically ja nur die ein Wort eigentlich ist, um die Diskriminierung gegen uns zu beschreiben. Also so als Analysefaktor habe ich das also als Kategorie gesehen. Aber da geht es nicht darum, dass wir das jetzt plötzlich toll finden, Gypsy zu sagen oder so. Ja. Wegen Gypsy und USA, zum Beispiel Obama wurde ganz doll dafür kritisiert, dass er das Wort benutzt hat, to be gypped, get gypped, als bestohlen worden zu sein. Also der Begriff ist schon verwickelt mit Kriminalität und so weiter. Und einen Satz wollte ich noch sagen. Achso, Pink, kennt ihr Pink, diese Sängerin? Ja, sie hat auch richtig viel Kritik bekommen, dass sie den Begriff Gypsy benutzt hat und hat sich das richtig reflektierend angenommen und sich damit auseinandergesetzt und ganz viele Posts dazu gemacht, dass sie diese Kritik annimmt, dass es ihr leid tut und so weiter. Also dieser Diskurs ist in den USA schon angekommen, dass das kritisiert wird sozusagen. Ja. Weil eben diese Vorurteile damit verbunden sind. Reisende und so weiter und so fort. Ja. Dankeschön. Aber dennoch gibt es unter den Superstars in den USA jemand, der dann eben seine Marke darauf aufbaut. Also ich beobachte das bei Jason Momoa, der Aquaman und keine Ahnung, was für ein Superstar ist. Und der schreibt dann auf Instagram Pride of Gypsies und markiert sich selbst als den Obermacker, ich sag's mal so, Macho. Nee, Macho wollte ich nicht. Wir wollen ja, das ist ja ein safer Space hier so ein bisschen. Aber er baut sich so auf, dass er sozusagen über all denen steht. Also er erfährt keinen Rassismus und ihr könnt euch an mich richten als den König, der über den Rassismus
Herr geworden ist. Schön. Super cool, dass wir hier noch so ein bisschen Popkultur diskutieren. Danke für euch. Nein, ich finde das super, weil Rassismus ist genau überall. Und es macht total Sinn, darüber zu reden, was sind die Orte, wo das... Und ihr seht ja, was es aufmacht, wenn wir darüber reden, aus eurer Perspektive zu analysieren. Und dafür bin ich total dankbar. Wenn er wirklich was machen würde für die Communities, dann wäre es ein solidarischer Akt eines POC. Okay, ihr macht gerade mehr Side-Diskussionen auf. Ich will noch was zu diesem einen Sachen sagen. Nur eine Ich habe so ein starkes Publikum. Okay, noch einmal du und dann darf ich wieder, ja? Dankeschön. Für alle, die in Deutschland wohnen, diese blöde Kuh kommt aus UK natürlich. Aber für die in Deutschland wohnen, ist das zumindest, können sich erinnern, diese Telekom-Werbung, ich weiß nicht, wer noch Fernseher geguckt hat, vor ein paar Jahren gibt es ja immer noch so Werbung und sie singt dieses Song like a Gypsy without roots, das ist die Telekom-Werbung. Und das kommt immer, sobald Telekom kam und immer kam dieser Song und wirklich, dann singt sie darüber und das ist ein ganz berühmter Popsong gewesen. Yes, ganz genau, I got no roots. Und damit sagt sie, I got no roots. Ja, und damit werden alle rassistischen Stereotype wieder reproduziert und alle glauben damit, das ist total legit so, also total in Ordnung. Ja. Also danke. Danke dafür. Wir sind jetzt noch nicht zu dem Punkt gekommen, den ich kurz benennen wollte. Das mache ich jetzt einfach selber. Also was ist jetzt mit den solidarischen POC? Ja, also die Leute, die uns Gutes wollen, die mit uns solidarisch sind, die zusammen mit uns kämpfen gegen den Rassismus, der uns passiert. Und da ist dann oft die Antwort, es geht ja auch um die Gewalt. Es geht nicht nur um die Menschen, sondern auch um die Gewalt. Und das ist bei euch ja schon ganz groß geworden. Und das ist nämlich auch dieser Begriff, Rassismus gegen Romja und Sintize. Ne? Also, 2015. Ja, das ist, wann ich sie das letzte Mal abgeschrieben. Das ist Isidora Danjelovic, da hinten in der Ecke. Ihr habt die Ehre, mit der Autorin im Raum zu sein. Genau, und vielleicht willst du einmal kurz den Begriff erklären. Hast du Lust oder soll ich es machen? Ich übersetze gerade. Okay, sie ist so bescheiden. Ich versuch's mal und du verbesserst mich. Also, es ist, in dem Begriff steht hier ganz groß und als allererstes, dass es eine historisch gewachsene Gewalt ist. Ne? Und sie schaut auch, wie es in dieser UN-Definition total relevant ist, auf die Folgen, die auf die Psyche und die Körper von Romani-Subjekten einwirkt und Lebenserschwernisse, Verletzungen und Krankheiten, verkürzte Lebenserwartung bis hin zum Tod verursacht. Diese Gewalt schließt Romja individuell und/oder kollektiv und in Verschränkung mit weiteren gesellschaftlichen Platzierungen wie Klasse, Gender, religiöser Zugehörigkeit, von materiellen, finanziellen sowie symbolischen Ressourcen, von gesellschaftlicher Anerkennung und struktureller Teilhabe aus. Also hier sind wir schon ganz weit weg, wenn ihr eigentlich inhaltlich von den allerersten Definitionen, weil es geht jetzt nicht mehr um Fantasien, es geht nicht mehr um das, was im Kopf von jemandem vorgeht, was jemand denkt über andere, sondern wir sind ganz klar bei den Effekten. Ne? Also was ist die Gewalt, die passiert? Und das ist ja auch, glaube ich, das, wo wir uns oft treffen, ne? Also wo wir als Communities uns auch treffen. Wir treffen uns, weil es eine Gewalt gibt, weil es eine Erfahrung von Diskriminierung gibt. Und diese Definition ist nochmal sehr viel länger und sehr nachlesbar in Unter Verdacht. Diese Fallanalyse, wo es wirklich, also die ich sehr bemerkenswert finde, weil es das erste Mal eine Analyse ist, wo wirklich Romja gefragt werden, aus ihrer Perspektive zu berichten, was ist denn der Rassismus gegen uns und wie erfahren wir den dann. Ne? Und genau da kommen all die Sachen, die wir heute schon so ein bisschen diskutiert haben, auch zusammen. Ne? Auch dieses, wie definiere ich das, wie sage ich das. Ich erinnere mich, ich durfte bei einem deiner Interviews dabei sein, da war ein junger Rom, der hat gesagt, ja, und wenn man nur als Ausländer diskriminiert wird, ne? Also ist das Gleiche und so, ne? Also auch die Erfahrung des Rassismus ist nochmal in der Realität viel komplexer, als was wir versuchen, in Definitionen zu schaffen. Und ich finde, wenn wir auf die Resultate schauen, dann kommen wir dem vielleicht nochmal ein bisschen näher. So.
soweit mein Plädoyer dafür. Vielleicht noch, ja bitte. Zum Beispiel, wir hatten in Französisch, weil ich mache Französisch und da war so, wir mussten so Vokabeln lernen und dann war so eine Vokabel, da stand so Ausländer, aber auf Französisch und meine Klasse hat dann so gefragt, so ja, warum Ausländer, dann können wir nicht sagen so Touristen oder so ein einfaches Wort oder so, weil ja Ausländer, ja, keine Ahnung, irgendwas, Reisende, sage ich mal jetzt oder so, warum Ausländer? Und dann hat die Lehrerin gesagt, ja, weil, egal, weil sie hat das jetzt nicht so erklärt, sie hat einfach gesagt, die Übersetzung dafür und so. Aber bei dem, und dann hat eine aus meiner Klasse, glaube ich, gefragt, ich weiß nicht genau, aber warum werden wir Ausländer genannt? Da hat unsere Lehrerin gesagt, so, ja, aber wenn ich nach Frankreich oder in irgendein fremdes Land gehe, dann bin ich ja auch ein Ausländer. Ich habe mir so gedacht, nein, du bist ein Tourist wahrscheinlich, weil du weiß bist. Also tut mir leid, nicht böse gemeint, aber historisch wird das so angesehen, habe ich Ja, danke schön. Und da hast du wieder ganz gut erklärt eigentlich, was Begriffe auch bedeuten, ne? Also was unterschiedliche Begriffe für eine Wertigkeit haben, ne? Und wir haben ja auch eine Erfahrung damit. Also der Begriff Ausländer geht ja auch einher mit Pogromen gegen diese Ausländer, ne? Also es gibt in der Geschichte Verfolgungen, Hetzjagden und so weiter, die diesen Begriff vor sich tragen. Ne? Und das kann man nicht einfach wegwischen, indem man sagt, ja, ich hätte das auch erlebt. Ne? Also ich finde das... Warum hat man überhaupt ein Wort dafür genommen? Ich denke mir so, okay, ich bin aus einem anderen Land, aber warum ist das jetzt daraus ein Wort gemacht? Also man kann sagen, ich bin aus Bosnien, fertig oder sowas. Ja, das ist ein bisschen... Ja. Und danke fürs Teilen auf jeden Fall, weil das Ding ist auch dieses... Worte haben Effekte, Worte sagen uns, wo wir hingehören, wo wir nicht hingehören. Ne? Sie geben uns irgendwie Orte und sie hat ja eigentlich gesagt, wenn ich da hingehe, bin ich ja nicht von da. Aber wie kann sie das zu einer Klasse von Kindern sagen, die schon lange da ist? Also, ne? Das ist ja eine Frechheit eigentlich. So. Ich habe eine Frage. Ja, bitte. Und die Frage ist, kann ich das so verstehen, dass Romnia und Sinti über Grenzen hinaus sich als Community verstehen können und ob das von außen, also von in den Augen von TäterInnen betrachtet, ob so Staatlosigkeit ein Faktor ist. Was meinst du mit verstehen können? Ob das so der Stand der Sache ist, ob so dieser, wenn man sagt, so wir sind also so in der Selbstverständnis von Romnia und Sinti, ob es da eine Rolle spielt, aus welchem, oder aktuell auf welchem Land man sich aufhält oder lebt. Ganz unterschiedlich, ne? Also ich würde sagen, das ist super unterschiedlich. Du kannst so viele Romja fragen, wie sie sich identifizieren. Wir haben deutsche Sinti, die sagen, ich bin Deutscher zuerst und dann gar nichts. Wir haben, weiß ich nicht, Romja, die sagen, ich bin bosnisch. Wir haben, also das ist ja eine komplett komplexe, wir haben Leute, die sich auf den Roma-Nationalismus beziehen und sagen, ich bin Roma und that's all und so weiter. Ne? Also es ist ja und das ist auch etwas, das ist eine schöne Frage, weil sie nochmal etwas aufmacht, was oft im Rassismus ja verloren geht. Wir haben eine heterogene Gruppe, ne? Wir haben eine heterogene, komplexe Gruppe mit unterschiedlichen Erfahrungen, Staatsbürgerschaften, Rechten und so weiter. Und das ist sowohl in diesem Raum so, als es in Berlin, als es in Deutschland, in Europa ist und so weiter. Ne? Also da müssen wir gar nicht so weit. In einer Familie kann das so sein. Ne? Genau. Okay, ich habe schon ein besorgtes Zeichen bekommen. Deshalb lasse ich mal die Gender-Debatte, die ist in den 90er Jahren. Und beende hier. Okay, ich beende. Süß. Noch was, ich will noch einmal.
richtig schöne Blume.